willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Heute wird es um das Thema Upcycling gehen. Ich stricke schon seit über 20 Jahren und in meinem Kleiderschrank habe ich eben sehr viele Teile, die ich selber gestrickt habe. Einige Teile davon trage ich eben nur mehr oder weniger oft. Zum Beispiel dieses Bralette, das habe ich aus Resten gestrickt. Das ist eine Burette-Seide. Ich finde dieses Bralette super süß, aber ich trage eben fast nie BHs oder Bralettes. Vielleicht ist das hier auch ein ganz kleines bisschen kurz geraten. Das heißt, wenn ich die Arme hebe, ist es hier ein bisschen grenzwertig. Also trage ich das nicht so oft, obwohl ich das hübsch finde und es mir im Grunde gefällt. Außerdem habe ich dieses Teil hier. Das ist ein Cardigan mit einem wunderschönen Lochmuster auf dem gesamten Rücken und einem kleinen Schalkragen hier vorne. Dieser Cardigan ist vorne nicht komplett zu, das ist auch so gedacht. Hier unten hat er einen kleinen Knopf und hat so ein bisschen Glockenärmel. Dieses Teil trage ich nicht, weil ich leider einen ganz blöden Fehler gemacht habe. Ich habe die Armausschnitte zu klein gemacht. Denn von diesem Garn hatte ich nur 200 Gramm, die ich im Angebot im Sommerschlussverkauf mal gekauft hatte. Aber es ist ein wunderschönes Alpaka-Garn, glaube ich, und es ist extrem weich und schon ziemlich luxuriös. Deswegen ist es schade, das einfach so im Kleiderschrank liegen zu haben. Zufällig passen diese Farben gut miteinander zusammen, finde ich. Deswegen habe ich mir überlegt, ich könnte einfach beide Teile miteinander verbinden. Ich weiß noch nicht genau, wie das Endresultat aussehen wird, aber du kannst auf jeden Fall dabei sein in diesem Upcycling-Prozess, denn Umwelt und Nachhaltigkeit sind mir auch wichtig und ich finde es schade, wenn man Ressourcen einfach zu Hause rumliegen hat. Also schaue ich in meinen Kleiderschrank, was kann ich machen mit diesen Teilen. Ich kann sie vielleicht kombinieren, weil sie eben farblich gut zusammenpassen und beide sind schon eher luxuriöse Garne und es wäre einfach schade, das im Kleiderschrank liegen zu lassen. Außerdem ist mit der Zeit bei diesem Teil auch noch unschöne Löcher zustande gekommen. Wahrscheinlich wurde es hier ein bisschen angeknabbert und ja, deswegen trage ich es auch nicht. Außerdem habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Sport gemacht und ich kann mir vorstellen, dass dieser Rücken hier einfach zu klein ist und die Armausschnitte sind einfach zu klein. Also lernt aus meinen Fehlern und spart auf keinen Fall an den Armausschnitten, weil wenn es hier herum nicht gut passt, dann werdet ihr das Teil einfach nicht tragen, wenn ihr keine angenehme Bewegungsfreiheit habt. Legen wir also los. Ich habe vor, hier das untere Teil einfach abzuschneiden. Das heißt, ein bisschen unter diesen Löchern, die hier sind, und diesen ganzen Körper hier abzuschneiden und die Maschen zu retten. Genau, außerdem sind es ja auch getrennte Teile, die Vorderteile und die Rückenteile. Mal sehen, wie das klappen wird. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich diese Ärmel wieder verwerte oder das einfach dann das Garn dann rette und hier vielleicht kleine Ärmel oder etwas an den Schultern dann im Nachhinein dran stricke. Mal sehen, ich bin gespannt, wie das klappt. Sei also dabei und viel Spaß bei diesem Video. Ich zeige euch nochmal, wie beide Teile aussehen. Dieser Cardigan, wo die Armausschnitte eben zu eng geraten sind, sieht von vorne so aus. Ich habe hier diesen Schalkragen gemacht gehabt und der ist vorne hier so offen. So sieht das Ganze also aus. Ja, vorne die beiden Teile sind glatt rechts gestrickt und die Ärmel sind hier so glockenförmig. Da habe ich Zunahmen gemacht gehabt und das hier kraus rechts gestrickt am Ende. Aber wer weiß, ob ich die Ärmel wieder benutze aktuell. Und der Rücken sieht so aus. Da habe ich mir wirklich Mühe gegeben mit einem sehr schönen Loch- und Zopfmuster. Das ist ein Muster aus einem der Bücher von Barbara G. Walker, eines ihrer Treasury of Knitting Patterns. Da habe ich das raus. Und wie gesagt, hatte ich eben nur 200 Gramm und ich wusste nicht, wie weit das reichen würde. Deswegen habe ich das von Anfang an eigentlich zu klein gestrickt gehabt und musste im Nachhinein hier auch diese seitlichen Panels hier reinstricken. Und dieses Teil ist schon 10 Jahre alt oder sowas. So sieht also dieser Cardigan aus, den ich upcyclen möchte, in Verbindung mit dem hier. Und ich finde, man sieht, dass diese beiden Farben schön zusammenpassen. Und so sieht das von hinten aus. Dieses Bralette gibt es auch als Anleitung in meinem Ravelry Shop. Die Anleitung zu diesem Bralette heißt Rumba. Was ich also als erstes machen muss, also an diesem Bralette, da werde ich nicht viel herumwerkeln, sondern ich werde hier drumherum
arbeiten im Prinzip. Und die Chirurgie wird an dem Cardigan hier passieren. Ihr habt schon gesehen, dass ich die Schere hier liegen habe, aber bevor die zum Einsatz kommt, werde ich eine Lifeline in das Muster hereinziehen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal mir überlegt, dass ich das unter den Löchern hier abschneiden werde und diesen ganzen unteren Teil einfach wiederverwenden werde. Dafür werde ich hier erstmal eine Lifeline reinziehen. Vor allem aufgrund des Musters im Rücken wäre das ein bisschen schwierig, das einfach abzuschneiden und dann die Maschen wieder aufzufangen. Am besten ihr nehmt einen Kontrastfarben wie hier, damit ihr das dann auch gut sehen könnt. Und ich werde das ein bisschen weiter unten aufnehmen, ein bisschen Abstand zu den Löchern hier dann Masche für Masche aufnehmen. Klar, bei den Teilen, die jetzt vertikal gestrickt sind, ist das ein bisschen schwierig. Also hier sind die Löcher, das heißt, ich werde hier ungefähr versuchen, Maschen aufzunehmen und bei diesem vertikalen lege ich einfach mal drauf los und schiebe die Nadel einfach hier durch diese Krausrippen. So, hier habe ich das einfach durchgezogen und jetzt kommt der einfachere Teil, wo man praktisch hier Masche für Masche reingeht in dem glatt rechts gestrickten Bereich. Und das ist hier ziemlich einfach. Man versucht auf derselben Höhe zu bleiben, in derselben Reihe zu bleiben. Wenn das nicht perfekt gelingt, ist es nicht schlimm. Es geht hier darum, Laufmaschen vor allem zu vermeiden. Vor allem gleich in dem Rückenbereich, wo das Lochmuster ist. So ziehe ich also den Faden da rein. Und ich nehme eben nur ein Maschenglied auf. Das heißt immer das linke Bein der Masche. Man kann auch immer das rechte Bein der Masche aufnehmen. Und so nehme ich also Masche für Masche immer das linke Bein der Maschen hier auf. So, ich bin am Ende des ersten Vorderteils angekommen. Wende das hier langsam. Hier sieht man die Löcher und hier drüber werde ich dann wahrscheinlich schneiden. Also ich versuche jetzt so gut es geht einfach die Maschen hier aufzunehmen. Hier sind natürlich einige Umschläge und so. Mal sehen. Das ist kein einfaches Unterfangen. So, alle Maschen, die ich kriegen kann einfach. Ich möchte hier auch nicht stundenlang da dran sitzen. Deswegen machen wir das einfach flotti galoppi. So, ich versuche auch einigermaßen auf der Höhe zu bleiben. So, weiter geht's. Ich versuche mal hier besser im Bild zu bleiben, ohne dass ihr meinen Schädel seht. Und ja, es ist etwas schwierig. Ja, einigermaßen kann ich hier die Reihe einhalten, weil ich mich hier an diese doppelte Abnahme orientiere, wo ich hier 3 Maschen zusammen stricke. Das Problem ist, dass ich das an dieser einen Stelle abschneiden werde, aber der Faden läuft ja hier nicht durch, weil es sind mehrere Teile. Das heißt, ich werde meinen Faden woanders herholen müssen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde am Ende die Ärmel einfach aufziehen und da den Faden verwenden, weil ich sonst nicht weiß, wo ich jetzt einen kontinuierlichen Faden herholen kann. Ich möchte jetzt auch nicht viel daran stricken, das ist nicht so die Idee, sondern die beiden Teile neu miteinander verbinden. So, jetzt habe ich den Rücken einigermaßen hier mit einer Lifeline durchzogen. Jetzt kommt wieder dieser seitliche Panel, wo ich die Nadel einfach so durch die krausen Maschen durchschiebe. Jetzt kommt das zweite Vorderteil und hier nehme ich wieder das linke Bein jeder Masche auf. Das ist ziemlich einfach. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, sein Stricken lesen zu lernen. Vielleicht sollte ich darüber mal ein Video machen, wie man sein Stricken lesen lernt. Denn das ist auf jeden Fall ein Skill, den man haben muss, wenn man Expertin beim Stricken werden möchte. So, jetzt bin ich am letzten Bündchen vom Vorderteil angekommen, in dieser Art Schalkragen, und schiebe hier auch einfach die Nadel durch die krausen Maschen durch. Und gleich kommt der aufregende Teil, auf den ich mich freue, weil man das nicht so oft macht. Und zwar werde ich hier einfach
durchschneiden dann. So, hier ist also die Lifeline. Kann man hier ganz gut sehen, die sich durch das ganze Teil hier durchzieht. Jetzt kommt hier die Schere, schnipp, schnipp, und ich versuche hier im Rahmen zu bleiben. Ist das aufregend? Das macht Spaß. Also ich schneide hier einfach so 1 cm über der Lifeline. Und ja, los geht's. Ich schneide hier einfach mal durch. So, und das geht natürlich wunderbar. Ich freue mich gleich schon auf die Fussel. Und hier gnadenlos durch das wunderschöne Zopfmuster. Das tut gerade schon ein bisschen weh, hier durchzuschneiden, muss ich sagen. Weil das wird jetzt schon Arbeit, das hier alles wieder auf die Nadel zu bekommen. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, statt der Lifeline einfach direkt mit einer langen Rundstricknadel hier reinzugehen. Und das Kabel dann praktisch als Lifeline zu verwenden. Man kann natürlich auch beides machen. Man kann auch beides machen, die Lifeline und das Kabel, und man sieht hier schön die Maschen, wie die da aufgehen. Das macht Spaß, das ist interessant. So, ich bin da durch. Hier ist es also das ganze untere Teil von dem Cardigan mit der Lifeline. Ich habe beschlossen, als nächstes diese Kante hier zu sichern. Ich werde das nicht aufziehen oder ähnliches, sondern diesen Zentimeter hier lassen zur Sicherheit und häkel jetzt mit der Häkelnadel hier einfach eine ganz normale Kette durch, um die Maschen zu sichern. Ich habe dafür ein Garn aus meinem Restevorrat gesucht, das eine ähnliche Farbe hat. Es ist zwar viel dunkler, aber man wird es danach hoffentlich nicht sehen. Und wenn man das ein bisschen sieht, finde ich das auch nicht so schlimm, weil das ja in denselben Farbtönen ist. Und ich häkel jetzt einfach so gerade wie möglich an der Lifeline hier entlang. Und ich häkel direkt über der Lifeline. So, das ist ein Learning by Doing Prozess, deswegen kann man dieses Tutorial natürlich auch anders machen oder Schritte in einer anderen Reihenfolge machen oder Schritte weglassen, wenn man die unnötig findet. Das heißt, ich häkel hier einfach nur feste Maschen rein, um das hier zu sichern, die Maschen, damit es hier nicht aufgeht. Ähnlich wie man das bei Colorwork macht, wenn man stickt, dann häkelt man auch an der Kante einmal, um zu vermeiden, dass die Maschen aufgehen, dass es Laufmaschen entstehen. Das heißt, ich mache das jetzt hier genauso. Ich verwende hier ein Dochtgarn, um zu häkeln, um die Maschen zu sichern. Ein Dochtgarn ist ein einfädiges Garn, es ist nicht verzwirnt. Und es ist auch eine Wolle mit Seide. Das ist gut, damit sich die kleinen Härchen des Garns miteinander ein bisschen verhaken, und das verhindert eben, dass das Ganze hier aufgeht. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass der Faden sich nicht spaltet, und die Lifeline hilft mir jetzt
dass ich das einfach schnell machen kann, weil ich das jetzt einfach an der Lifeline entlang mache, direkt über der Lifeline, die jetzt auch nicht ganz perfekt liegt. Aber so sieht es dann aus, wenn ich hier diese Kette an festen Maschen reinhäkel. Und die wird man später auch nicht sehen. Und auch wenn man die sieht, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Es kann ja auch dekorativ gesehen werden. Ich bin jetzt beim Rückenteil angekommen und mache hier immer noch meine gehäkelten festen Maschen. Hier am Rückenteil ist es ein bisschen schwieriger, weil ich hier das Lochmuster habe. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier ein bisschen nach Gefühl und versuche mehrere Maschen zum Teil zusammen zu häkeln, um sicher zu sein, dass die eben fest sind und die nicht verloren gehen können. So sieht es also aus. Ich häkel direkt über der Lifeline, gehe davon aus, dass es dann so nicht aufgehen wird, sondern gut gesichert ist. Also, ich habe die Sicherung abgeschlossen. Ich habe das hier fertig gehäkelt und hoffe mal, dass das so gut halten wird. So sieht das auf dem Rücken aus. Ich denke, dass es gut gesichert ist und dass es nicht aufgehen wird. Außerdem wird es dann nochmal eine zweite Sicherung geben, indem ich beide Teile hier miteinander verbinde. Das Garn dafür werde ich eben von diesem Rest hier holen. Wahrscheinlich werde ich die Ärmel einfach aufziehen oder hier unten am Körper etwas Garn gewinnen. Jetzt kann ich also die Lifeline hier herausziehen. Die brauche ich nämlich nicht mehr. Die Idee ist jetzt, das hier zu verbinden und hier drinnen festzunähen. Man könnte theoretisch auch an dieser gehäkelten Kette Maschen aufnehmen und dann hier mit der 3-Nadel-Technik das zusammenfügen. Das heißt, man müsste an dem Bralette auch Maschen aufnehmen. Aber ich möchte auf diese gehäkelte Kette nicht zu viel Spannung und Druck produzieren. Deswegen werde ich das nicht machen, aber es wäre eine Möglichkeit, eine Idee für andere Projekte. Genau, bei diesem Tutorial geht es ja ein bisschen alles über Learning by Doing. Ich probiere das einfach aus und schaue, was am besten klappt, und das, was am besten klappt, kommt ins Video. Als nächstes werde ich dann ein bisschen Garn von dem oberen Teil hier gewinnen. Das heißt, ich werde das irgendwie versuchen aufzuziehen. Wahrscheinlich ist es an den Ärmeln am schlauesten, das zu machen, oder an einem dieser Vorderteil oder am Rückenteil. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend, sondern mehr Fusselarbeit. Deswegen nehme ich euch da jetzt nicht mit bei dieser Garngewinnung. Und jetzt habe ich die Ärmel von dem Cardigan komplett aufgemacht und 40 Gramm an Garn wiedergewonnen. Das ist super elastisch. Das ist noch in sehr gutem Zustand. Ich muss das Garn jetzt nur einmal waschen, damit diese Kräuselung rausgeht. Dann kann ich es wiederverwenden. Ich habe auch kaum Knoten. Das heißt, für heute bin ich erstmal fertig, weil ich das ja erstmal waschen muss und dann muss es ja auch trocknen, und werde dann alle diese Elemente zusammenbringen. Ich habe ja noch das hier übrig, dieses Stück von dem Rückenteil, und das ist ein super schönes Muster. Das ist im Prinzip schon ein fertiges Stück Stoff. Vielleicht werde ich das noch aufziehen. Hier ist auch ein kleines Loch. Das hier kann ich nicht mehr verwenden, weil das eben nur noch ganz kurze Stücke sind an Faden. Das Stück von der anderen Seite ist das nur so ein Stück Garn. Deswegen diese kleinen Seitenteile leider kann ich nicht mehr verwenden. Bei dem Schalkragen passiert dasselbe wie hier. Da ich das hier mittendrin abgeschnitten habe, sind die Fäden praktisch, geht der Faden nur von hier bis da. Diese kleinen Stückchen, die behalte ich, die mache ich in meine Reste-Dose, und wenn ich irgendwann ein Kissen ausstopfen möchte, also Füllmaterial brauche, dann verwende ich das. Ich habe aber noch dieses schöne Stück hier.
Und ich fand, dass diese Kontrastfarbe ehrlich gesagt schön ist. Es ist zwar ein Garn mit Farbverlauf, aber das macht nichts. Und ich hatte mir überlegt, vielleicht könnte das cool aussehen, das hier auszuschneiden, dieses Viereck, und das auf ein T-Shirt zu tun. So, weiter geht's. Ich habe diese 40 Gramm an Garn wieder gewonnen und das gewaschen. Man sieht, dass diese Kräuselung jetzt ganz gut rausgegangen ist und das Garn wieder normal ist. Diese 40 Gramm kann ich also wieder verwenden und ich werde sie jetzt als erstes verwenden, um beide Teile hier miteinander zu verbinden. Ich habe beide Rückenteile hier, die mich angucken, und ich habe sie schon miteinander verbunden mit kleinen Sicherheitsnadeln bzw. Maschenmarkierern hier an den richtigen Stellen, damit ich das auch mit Einfachheit, also mühelos, hier einander häkeln kann an die richtigen Stellen. Und ja, ich werde es zusammen häkeln und ich werde es auch von der rechten Seite zusammen häkeln, auch wenn man das vielleicht ein bisschen mehr sehen wird, weil man wird nämlich diese Kette hier sehen. Aber da dieses Garn unauffälliger ist, wird man das weniger sehen. Ich habe mich entschieden, das von der rechten Seite zu machen, weil ich das dann besser hier sehen kann, wie beide Teile zusammenpassen, damit es auch gleich aussieht auf beiden Seiten, damit ich auch die gleichen Stellen hier zusammenhäkel. Und so ist es einfacher von der rechten Seite. Und ich fange mit dem Rücken an. Ich habe beschlossen, das in Etappen zu machen und nicht alles auf einmal, damit das eben nicht schief wird, sondern so gerade wie möglich. Deswegen fange ich jetzt hier an und ja, ich habe diese Stellen markiert und ich kann den Maschenmarkierer hier entfernen und ich werde versuchen, in fast jede Masche hier einzustechen, so nah am Rand wie möglich und unter dieser gehäkelten Kette, wo ich die Maschen hier gesichert hatte. Also werde ich ungefähr 2 Reihen hier drunter einstechen und hier mit dem neuen Faden, den ich wieder gewonnen habe, das zusammenhäkeln. Und ja, das ist eine Premiere, also mal sehen, wie das hier funktioniert. Das ist ja für mich auch ein Experiment, das Ganze hier. So, nächste Masche. Ich ziehe den Faden durch und durch diese erste Masche hier durch. Und so mache ich jetzt hier weiter und ich versuche das so gleichmäßig wie möglich zu machen. Ich glaube, ich werde noch ein paar weitere Maschenmarkierer hier reinmachen, damit es mir leichter fällt und ich das Ganze nicht aus Versehen verschiebe und damit beide Seiten hier auch gleich aussehen. Nun werde ich das zusammen häkeln und ich finde, dass die Farbe, dieses Garn, auf dem Seidengarn kaum auffällt. Also steche ich jetzt hier in die nächste Masche ein und ich versuche auf jeden Fall immer 2 Maschenbeine mitzunehmen für eine bessere Stabilität. Ich ziehe das hier durch und ich versuche auch, das einigermaßen locker zu machen. Weil dieses Garn hier schon ziemlich dünn ist und ich ja auch möchte, dass es schön aufeinander liegt. So, die Masche ein bisschen festziehen. Gar nicht so einfach hier. So, und ich passe mal ein bisschen auf, dass sich der Faden nicht spaltet. So, ich versuche das immer wieder hier ein bisschen glatt zu ziehen, um zu schauen, wo ich gerade in dem Muster bin. Und natürlich ist es etwas schwieriger, das hier so zu machen, weil ich versuche, das ja auch zu filmen. Das heißt, ich muss das hier glatt auf einem Tisch machen, damit ihr das seht. Wenn ich jetzt alles
bequem in der Hand halten könnte, dann wäre das etwas einfacher. Aber dadurch, dass ich jetzt hier flach auf dem Tisch filmen möchte, ist das natürlich ein bisschen umständlicher und sieht dadurch dann auch schwieriger aus, obwohl es einfacher wäre, wenn ich einfach alles in der Hand halten würde. So, das ist jetzt etwas zeitaufwendig, deswegen werde ich natürlich nicht den ganzen Prozess hier zeigen. Genau, und ich versuche mich immer wieder hier zu orientieren. Ich habe den Rücken fertig gemacht. Gerade ist mein Wasser umgekippt. Ich hoffe, dass es hier an dieser Seite nicht nass aussieht. Hier habe ich also alles fertig zusammengehäkelt und eine Vorderseite habe ich hier auch schon fertig angehäkelt. Die Elastizität ist auch da. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht hier zu eng wird und dann mich das hier stört am Oberkörper, dass es hier am Brustkorb vielleicht ein bisschen drückt, aber das tut es nicht. Das sitzt angenehm. Ich habe gerade schon das anprobiert und jetzt muss ich noch das zweite Vorderteil hier anhäkeln und es wird wahrscheinlich so sein, dass dieser Teil hier drunter liegt, weil diese beiden Kraus-Rechts-Bündchen hier ja sich leicht überlappen. Oh, hier ist es nass. Das heißt, ich muss diese Seite hier noch anhäkeln und dann werden sich hier diese beiden Teile überlappen. Beiden Teile hier praktisch so ein S bilden. Also es wird dann so sein, dass dieses Teil hier drunter liegt, diese Seite, aber hier dann wieder drüber liegt. So, aber vielleicht ist es ganz gut, weil dann sieht man meinen Bauchnabel nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich hier an dem Oberteil noch etwas dran häkeln werde. Kann es sein, dass ich das so lassen werde und einfach hier das noch fertig zusammenhäkel und habe dann ziemlich viel Garn übrig, womit ich vielleicht, habe ich überlegt, einen Schulterwärmer machen könnte. Garn könnte, glaube ich, reichen. Vielleicht könnte ich das einfach mit einer dicken Nadel machen und so, als ob das ein Mohair-Garn wäre und dann einfach große Maschen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und diese großen Maschen würden dann auch gut zu diesem Lochmuster hier passen. Ja, das wäre so eine Idee, um dieses Garn noch aufzubrauchen und passend dazu ein komplettes Outfit zu haben, aber 2 separate Teile. Das heißt, ich werde das hier jetzt noch fertig häkeln und zeige euch das. Ich habe das hier genauso weitergemacht wie am Rücken, mit Sicherheitsnadeln markiert und dann nach und nach hier dran gehäkelt. Das hat ganz gut geklappt und ich finde auch, dass diese Häkelnaht hier oben drauf ganz schön aussieht und dekorativ ist. Also das stört mich jetzt nicht. Ich finde die eher schön und funktional ist sie auch. Hält gut und ist trotzdem elastisch. Genau, also mache ich das auf der anderen Seite hier genauso weiter, wie ich das euch im Rücken gezeigt habe. Und hier wird es aufeinander liegen. So. Genau, das heißt, hier werde ich das jetzt noch zusammenhäkeln und dafür nehme ich jetzt weiterhin hier meinen Faden. Hier häkele ich jetzt noch und hier vorne bleibt es dann, häkle ich das zu und hier bleibt es offen. Ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden und ich habe es ja auch kurz am Rücken gezeigt, wie ich das gemacht habe. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht filmen, weil das Video sonst einfach viel zu lang wird. Also ich habe ein bisschen meine Vorgehensweise geändert und ich werde jetzt stattdessen diese beiden Teile, die dann übereinander liegen, hier zusammennähen, weil ich konnte das nicht antizipieren oder vielleicht hätte ich es antizipieren können, aber habe ich nicht, dass diese beiden Teile aufeinander liegen werden. Das heißt, ich hätte auch beide Teile gleichzeitig hier an dieses Top zusammenhäkeln können. Das heißt, ich hätte hier automatisch 3 Schichten zusammengehäkelt. Das habe ich leider nicht gemacht. Habe ich jetzt für die Zukunft gelernt, dass ich das hätte machen können. Ich habe mich also jetzt dazu entschieden, mit diesem Fadenende von dieser gehäkelten Naht hier, dieses angehäkelte, da ist dieser Faden hier übrig geblieben. Und damit werde ich jetzt hier das zusammennähen. Einfach diese Häkelmaschen hier nehmen und das an diese
dunkle Naht hier dran nähen. Und danach werde ich noch dieses letzte Stück hier zusammen häkeln. Also ich habe jetzt hier einfach den Faden und ich werde hier ganz einfach Masche für Masche hier durchgehen und durch diese Naht hier durch und das so zusammennähen. Nicht zu fest, nicht zu locker, so dass es dann perfekt übereinander liegt. Bis hierhin. Und dann habe ich hier ein bisschen weniger, es ist ein bisschen weniger klobig, ein bisschen weniger dick, wie wenn ich jetzt nochmal darüber häkeln würde. Das wollte ich vermeiden, weil ich sonst hier einfach zu viel Material hätte. Aber das ist nicht weiter schlimm, das wird trotzdem gut aussehen, indem ich das jetzt hier einfach zusammennähe. Werde ich hier trotzdem ein flaches, schönes Resultat haben. Ich habe also beide Vorderteile hier überlappend zusammengenäht und jetzt muss ich nur noch hier dieses Stück zusammen häkeln. Dafür habe ich, wie vorhin, das hier markiert mit Sicherheitsnadeln, wo das zusammengehört. Und ich zeige euch das nochmal hier ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Und zwar steche ich ungefähr 2 Reihen unter dieser Häkelsicherung ein, nehme den Faden. Ich mache das jetzt von rechts nach links, aber ich hätte das Top auch umdrehen können und das von hier nach da machen können. Da würde ich mit dem Topf kopfüber arbeiten. Das wäre auch machbar. Das ist jetzt eine persönliche Präferenz. Ich ziehe den Faden durch die erste Stoffschicht durch die eine Masche, dann durch die zweite. Das ist jetzt die erste Masche. Diesen Faden verstecke ich hier ein bisschen, damit er mir nicht in die Quere kommt. So, und dann steche ich in die nächste Masche hier ein und habe hier ein bisschen Abstand, vielleicht eine Masche Abstand, weil der Faden von dem einen Top ist dünner als von dem anderen Top. Das heißt, die Maschen von dem einen Top sind auch kleiner als von dem anderen. Also muss ich das hier ein bisschen anpassen und ich steche dann nicht in jede Masche ein bei diesem Glattrechtsmuster, sondern ungefähr in jede zweite. Und häkel das hier so zusammen. Dann ziehe ich hier fest. Ich schaue, dass sich der Faden hier nicht so spaltet. Und ja, ziehe aber nicht zu fest, weil ich eben diese Elastizität nicht verlieren möchte. Ich möchte ja nicht, dass das Top hier, diese gehäkelte Naht, meine Atmung abwirkt, sondern ich möchte ja, dass es bequem bleibt. Und hier steche ich also in dem Bralette steche ich in jede Masche ein. Und das Muster ist ja 2 rechts, 2 links. Da versuche ich ungefähr in jede Masche einzustechen. Und bei dem unteren Top sind die Maschen ja kleiner, da steche ich ungefähr in jede zweite Masche ein. Nochmal. Der Faden hat sich hier ein bisschen gespalten. Und ziehe das dann hier so durch. Ich mache noch eine, damit ihr das gut sehen könnt. Hier, ich hole den Faden, ziehe den durch eine Stoffschicht, durch die zweite und ziehe die Masche dann hier durch. So, dieser Faden hier spaltet sich ganz gerne. Das muss ich natürlich vermeiden. Ziehe die Masche hier so ein bisschen fest, aber eben nicht zu fest. Und behalte hier dann die Elastizität. Dieser Sommer ist etwas regnerisch und mein Upcycling-Projekt ist fertig. Ich habe also dieses Bralette mit dem unteren Teil des Cardigans oder ehemaligen Cardigans verbunden und ich finde, es ist super geworden. Jetzt habe ich ein Teil, das ich
tatsächlich tragen werde im Kleiderschrank und nicht 2 Teile, die ich nicht trage. Darüber freue ich mich sehr. Ich finde beide Farben und beide Garne passen sehr schön miteinander zusammen. Hier vorne kann ich diesen kleinen Druckknopf noch fertig zumachen und man sieht hier so ein ganz kleines bisschen von meinem Bauch. Und wenn ich es offen lasse, dann sind beide Teile hier ein bisschen asymmetrisch. Ja, es sitzt super gut. So sieht der Rücken aus. Ich finde, das ist auch eine schöne Musterkombi und ich freue mich sehr, sehr darüber. Außerdem habe ich noch aus dem Restgarn ein weiteres Teil gestrickt. Ich hatte also noch etwas Restgarn übrig und ich dachte, ich mache jetzt noch einen Schulterwärmer daraus, statt hier noch Ärmel oder irgendwas ranzustricken, was meiner Meinung nach ein bisschen zu much gewesen wäre, zu viel gewesen wäre, habe ich jetzt einen Schulterwärmer dazu gestrickt. Das ist einfach nur ein Rechteck, den man an 2 Seiten zusammennäht, an den Enden hier. Und ich habe für dieses dünne Garn, das zweifädig ist und ungefähr Sockengarnstärke ist, eine 7 mm dicke Nadel genommen, also eine ziemlich dicke Nadel, sodass ich ein ziemlich lockeres Maschenbild hier erhalten habe. Und ja, jetzt stecken hier einfach meine Arme hier durch. Und so habe ich ein schönes Accessoire zu diesem Oberteil, falls es doch ein bisschen frisch werden sollte. Schließlich habe ich wirklich alles wiederverwertet von diesem Cardigan, außer ein ganz kleines bisschen von dem Schalkragen, weil ich da durchgeschnitten hatte, konnte ich das nicht mehr verwenden. Aber ich habe noch einen Teil des Rückens übrig gehabt, des tollen Musters auf dem Rücken. Das wollte ich natürlich nicht wegschmeißen und man konnte es auch nicht sehr gut aufziehen aufgrund des Musters, das ihr eben gesehen habt. Das heißt, hier in dem Schulterbereich von dem Cardigan, da hatte ich noch ein gutes Stück übrig von dem tollen Lochmuster und Zopfmuster und das wollte ich wieder verwenden. Also bin ich zu einem Second-Hand-Shop gegangen und habe ein T-Shirt gefunden. Ich habe also das perfekte T-Shirt gefunden zu diesem restlichen Teil von dem Cardigan. Farblich fand ich, dass es super gepasst hat. Erst dachte ich, ich möchte ein weißes T-Shirt, aber ich habe kein weißes T-Shirt gefunden im Second-Hand-Shop, sondern das hier, was noch viel, viel besser passt, meiner Meinung nach. Es ist auf jeden Fall meine Größe, es war sogar neu und ich habe nur 5 € dafür bezahlt. Ich habe dann mit verschiedenen Stichen das Stück hier da drauf gestickt, zum Beispiel mit Kettenstich. Und ja, ich finde es gut gelungen. Ich habe es auf jeden Fall hier mitten drauf platziert mit Absicht, damit es eben schön prominent ist. Und falls ich doch mal etwas tragen möchte, was ich nicht selber gestrickt habe, denn meistens trage ich eben Klamotten, die ich selber gestrickt habe. Falls ich mal eine Ausnahme davon machen möchte und ein einfaches T-Shirt tragen möchte, dann habe ich eben dieses T-Shirt, wo ich immer noch zeige, ich finde Stricken toll. Und ich habe wirklich alles von diesem Cardigan verwertet. Außerdem ist es ganz gut, weil ich nämlich nicht so gerne BHs trage und dadurch, dass ich hier noch dieses Teil da drauf gestickt habe, sieht man eben meine Nippel nicht. Und naja, ist es mir eigentlich auch ziemlich egal, wenn man die sieht. Aber so finde ich das ganz schön gelöst. Ich habe also alle Teile von dem Cardigan und das Bralette wiederverwertet und neue Teile daraus kreiert. Ich hoffe, dieses Video hat hier etwas Inspiration gebracht und ich musste jetzt mehrmals die Location wechseln, weil immer wieder Rasenmäher oder Baustelle oder so. Ich hoffe, dieses Video ist jetzt ganz gut gelungen, man konnte mich gut verstehen und es hat hier Ideen gegeben, wie du Teile, die du in deinem Kleiderschrank hast, die du vielleicht selber gemacht hast, kombinieren kannst, neu verwerten kannst und aufwerten kannst, um Upcycling zu betreiben und dadurch deine Teile wieder zum Leben erwächst und nicht einfach nur im Kleiderschrank liegen. So sieht das T-Shirt also etwas mehr aus der Nähe aus. So habe ich das hier drauf fixiert. Das ging eigentlich ziemlich schnell. Ich habe also aus 2 Teilen im Endeffekt 3 kreiert, also dieses T-Shirt, den Schulterwärmer und dieses ärmellose Oberteil. Ich lade dich ein, alle meine anderen Videos über Stricken und auch über Reisen und Handarbeiten in Mexiko zu gucken. Und ich freue mich sehr, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Schreib gerne #Upcycling oder #Stricken mit Calypso in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Video. Ciao!